Herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner des German Innovation Award 2021. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, um zu erfahren, wie innovative Produkte unsere Reise in die Zukunft gestalten können. Und wir kommen da zum Bereich Medical and Health. Und das ist ja ein Bereich, in dem die Hoffnungen auf technologische Durchbrüche geradezu in den Himmel wachsen. Es ist fast so, als gäbe es einen Anspruch auf ein gesundes und ewiges Leben. Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Was halten Sie von diesem Versprechen? Ist das realistisch, dass es ein Leben ohne Mühsal und ohne Leid geben kann? Wahrhaft ein großes, sehr großes Versprechen. Und in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, zeigt sich, glaube ich, auch, dass doch immer wieder neue Herausforderungen warten und wieder neue Themen, Fragestellungen gelöst werden müssen. Wir sehen auch auf einmal, wie schnell das gehen kann. Bei der Entwicklung des Impfstoffs haben wir das gesehen, aber wir sehen natürlich auch, ne, ich weise nur auf den ganzen Bereich der Antibiotika hin, dass wir immer wieder nachlegen müssen. Es muss immer weiterentwickelt werden und es muss immer wieder neu innoviert werden. Ja, wenn man in die Grundlagenforschung guckt, dann sieht man natürlich, dass da wahnsinnige Erfolge gefeiert werden, etwa die Bioingenieure mit ihrer CRISPR-Methode, die dann schon ins Erbgut eingreifen, um Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen. Ist für Sie da eine Grenze überschritten? Na, ich finde, das ist schon ein sehr, sehr spannender Bereich. Wir haben ja auch viele, wir reden natürlich immer über die großen, ich sage mal so, die sogenannten Volkskrankheiten. Aber ne, es gibt ja diesen ganz großen Bereich der seltenen Krankheiten, wo sehr wenig in die Forschung investiert wird und man jetzt erstmal drauf schaut. Und da können natürlich so neue Technologien, mit denen man vielleicht auch diese Themen angehen kann, wirklich enorm helfen und auch wirklich helfen, Leid zu vermindern, weil eben der große Fokus da nicht drauf gelegt wird. Ja, die künstliche Intelligenz spielt natürlich mittlerweile in der Medizin auch eine große Rolle. Es ist beispielsweise die Fähigkeit, eben Muster zu erkennen und damit sehr viel genauere Diagnostik und auch Prognosen zu erlauben. Es gibt ein Beispiel aus der Medizin, dass man Gewebeschnitte aus der Prostata analysieren kann heutzutage und dann eben sehr viel besser als jeder Arzt sehen kann. Entwickelt sich da ein Karzinom oder ist das alles gutmütig? Was würden Sie sagen? Ist das die Medizin der Zukunft, eine Medizin, die datengetrieben ist? Es ist sicherlich eine Medizin, die datengetrieben ist. Wir haben das ja jetzt bei dem Impfstoff erlebt, AstraZeneca, wie schnell wir eigentlich Erkenntnisse hatten, dass in einem bestimmten Bereich nachgesteuert werden musste, wegen ganz selten auftretenden Gehirnthrombosen. Also von daher unterstützt das Datengetriebene da. Es macht uns aufmerksamer. Und ja, hat, glaube ich, da eine ganz große Zukunft. Und wenn man es weiterdenkt, könnte man natürlich die Sorge haben, dass eines Tages die Maschine, die künstliche Intelligenz, den Arzt zu Anfang vielleicht noch unterstützt, aber irgendwann vielleicht sogar ablöst. Dann sagt die Maschine, bitte, die Diagnose ist so und die Behandlung sieht so aus. Ja gut, Sie haben es genannt, in der Labormedizin, in der Früherkennung, da werden wir schon ganz kräftig durch Maschinen unterstützt. Wir haben das natürlich tatsächlich jetzt auch zunehmend bei Operationen oder dass sozusagen Mini-Instrumente eingeführt werden können in den Körper und da sozusagen am Bildschirm dann gesteuert werden über den Joystick. Das ist ein Bereich, was wir aber nie vergessen dürfen und darum wird es auch immer den Mensch brauchen. Das ist ja ein ganz hoch emotionaler Bereich. Wenn ich ins Krankenhaus komme, wenn ich eine Diagnose habe, dann will ich ja auch sozusagen muss ich emotional auch abgeholt werden. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu gucken, wie kann ich diesen Raum eigentlich zukünftig eher etwas vergrößern. Ich will natürlich mit den Beipackzetteln nicht unbedingt durchlesen, sondern ich habe Fragen. Die möchte ich nicht einer Maschine stellen, sondern einem Menschen und beantwortet bekommen. Und da dieser Bereich natürlich etwas sehr Sensibles ist, der komplette Medical and Health, gibt es da sozusagen einen besonderen Designansatz, wie man dann auch an die Entwicklung von innovativen Produkten rangehen muss? Ja, ist für mich eigentlich so ein Bereich, wo Service Design eine ganz große Rolle spielt. Wir haben ja insbesondere im Medizinwesen Dutzende verschiedene Ansprechpartner von den Krankenkassen, den Ärzten, den Hausarztpraxen, den kassenärztlichen Vereinigungen etc. Übrigens alle horten auch Daten von uns. Ja. Ne? Und ich glaube, da könnten die Prozesse auch etwas anders organisiert werden. Der Datenschutz ist da extrem wichtig, aber wir müssen auch vielleicht gucken, wo es auch einfach für die Patienten einfacher gemacht werden kann und man die Services sich einfach anschauen müsste, nochmal ganz genau und die etwas anders durchzuorganisieren. Nicht? Wenn ich im Untersuchungsraum das neueste Gerät habe, die neueste Technik habe, ist das wunderbar. Aber wenn der Patient
auf die Untersuchung dann auch im Krankenhaus eine halbe Stunde warten muss, weil das zeitlich alles nicht organisiert ist, dann macht das keinen Sinn. Die neuesten Geräte, neuesten Produkte sind meistens auch von den Kosten her relativ teuer. Wir wissen es bei Therapien, zum Beispiel Gentherapien, da kostet die eine Spritze schnell mal 1 Million Euro. Sowas ist nicht ganz unproblematisch für eine Gesellschaft. Das ist nicht ganz unproblematisch. Da gab es ja dann auch relativ schnell die Debatte, wird es erstattet etc., Ja. wie die Kassenzulassung. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir einfach da auch sehen, dass diese Produkte einfach zugänglich gemacht werden können, dass es keine Exklusivität hierauf gibt. Wir sind ja im Grunde in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt mit den Systemen, aber da gibt es sicherlich auch noch viel Optimierungsbedarf. Lutz Diessold, vielen Dank fürs Gespräch. Wir würden dann uns die Gewinner des diesjährigen German Innovation Award anschauen. Ja, sehr gerne. Und die Gewinner kann man natürlich nicht nur gleich hier sich anschauen, sondern alle Gewinner kann man auch in der Online-Galerie sehen, da stöbern und schauen, was die neuesten Innovationen sind. Ich von meiner Seite aus möchte allen Gewinnern des German Innovation Awards 2021 ganz herzlich gratulieren. Und dann werden wir Ihnen jetzt die Preisträger vorstellen im Bereich Medical and Health. Robotic Scope, das erste Medizinprodukt von BHS Technologies, ermöglicht einen völlig neuen Weg für die Visualisierung von mikrochirurgischen Eingriffen. Mit einem Head-Mounted Display lässt sich ein robotergeführter Kamerakopf über dem Operationsfeld bewegen. Das bringt den entscheidenden Vorteil mit sich: Chirurginnen müssen sich nicht mehr über das Operationsfeld beugen, sondern können über die Dauer der gesamten OP hinweg in einer ergonomisch bequemen Körperhaltung arbeiten. Die Jury findet es zukunftsweisend, Operationsmikroskope mit einer Kopfbewegung zu steuern. Ein revolutionäres Produkt, das für mehr Komfort und Sicherheit bei anspruchsvollen chirurgischen Eingriffen sorgt. Hier profitieren Operateur und Patient direkt. Oftmals sind die Benefits von Innovationen etwas versteckter. Unser nächstes Goldprojekt wird in der Laborausstattung eingesetzt. MacPip ist ein neuer Pipetierkanal für den Flüssigkeitsroboter Microlab Vantage. Er ist schnell, präzise und klein und damit beschleunigt er den Pipettiervorgang und bringt mehr Effizienz in den gesamten Labor-Workflow. Durch seine Präzision, selbst bei kleinsten Mengen, spart er kostbare Ressourcen ein. Ein hochwertiges Aluminiumgehäuse unterstreicht die klare Erscheinung. Die Jury hält MacPip für eine fantastische Ingenieursleistung bei der Optimierung von Probenvolumen und Prozessgeschwindigkeit. Er habe das Potenzial, den Markt des automatisierten Flüssigkeitstransfers im Laborumfeld zu revolutionieren. Patrick Fenninger, Senior Product Manager, Plattform der Hamilton Bonaduz AG, über die Bedeutung der Auszeichnung beim German Innovation Award. Also wir sind natürlich sehr dankbar und froh, dass wir diesen Award entgegennehmen dürfen. Ist in erster Linie für mich persönlich und auch für das Team, das dahinter steht, eine große Anerkennung. Der German Innovation Award als internationale Auszeichnung hilft uns natürlich auch aus diesen und allen Erdteilen dieses Produkt dann zu bewerben, mit Unterstützung des internationalen Flairs, die dieser Award auch ausstrahlt. Ja. Auch bei den Krankenversicherungen werden Innovationen dringend gebraucht. Unser nächstes Goldprojekt betrifft Auslandsreisen. Die Passport Card ist eine Krankenversicherung, die eine Art Kreditkarte bereitstellt. Damit lassen sich direkt Arztbesuche, Medikamente oder Labortests bezahlen. Zahlungen mit Vorkasse oder lange Erstattungsprozesse gehören der Vergangenheit an. Die Jury findet, dass die Passport Card eine so elegante wie praktische Lösung ist, die vieles einfacher macht. Da sich die Karte beim medizinischen Dienstleister einfach wie eine Kreditkarte vorlegen lässt, erfolgt die finanzielle Abwicklung in Echtzeit, ohne dass der Kunde in Vorleistung gehen muss. Vorteile für beide Seiten. Unser nächstes Goldprojekt bringt ebenfalls Komfort ins Leben, ein Hauch von Urlaubsgefühl im Alltag.
Das MareMed Meeresklimagerät erzeugt zu Hause ein naturidentisches Klima. Mit einem Vorfilter werden grobe Schmutzpartikel wie Pollen, Hausstaub und Tierhaare entfernt. Eine UVC-Lampe tötet bis zu 99% der Bakterien, Viren und Mikroorganismen ab. Und dann wird die Luft mit einem Spezialmeersalz bestehend aus mehr als 65 Spurenelementen angereichert und befeuchtet. Die Jury hält das MareMed Meeresklimagerät für eine gewinnbringende Innovation. Gerade in Corona-Zeiten, in denen Reisen kaum möglich sind und die Menschen viel zu Hause sind. Sein kompaktes und angenehm schlichtes Design fügt sich in viele Wohnumgebungen harmonisch ein. Neben solchen Entwicklungen im Wellnessbereich hat die Pandemie die Bedeutung einer gut funktionierenden Intensivmedizin gezeigt. Das Projekt MONA, das in der Sonderkategorie Design Thinking mit einer Goldauszeichnung gewürdigt wird, bringt in diesem Bereich großen Fortschritt. MONA ist das erste intelligente Assistenzsystem für die Intensivstation, das direkt am Patientenbett unterstützt. Innovatives Design kombiniert mit künstlicher Intelligenz ermöglicht es, den Überblick über die Daten zu behalten. MONA stützt sich auf natürliche Sprachverarbeitung und reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Mediziner können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Jury ist beeindruckt, wie das Assistenzsystem in sorgfältiger Abstimmung von Nutzerbedürfnissen und Anforderungen nach einem Lean-Startup-Ansatz entwickelt wurde. Das KI- und sprachbasierte Medizinprodukt ermöglicht den Behandelnden eine sichere Intensivmedizin. Gratulation, Dr. Arne Peine und Dr. Lukas Martin, beide Chief Executive Officer und Co-Founder der Clinomic GmbH. MONA ist ein Assistenzsystem für die kostenkontrollierte, für die evidenzbasierte, das heißt also für die gute und auch für eine datenbasierte Intensivmedizin des 21. Jahrhunderts. Wir sagen immer scherzhaft, MONA ist Alexa mit Doktortitel und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es ist ein Assistenzsystem für Ärztinnen und Ärzte, für Krankenpflegepersonal am Patientenbett, das genutzt wird in der täglichen Arbeit, um dort auf Basis von KI-Algorithmen das Personal zu unterstützen. Mit MONA haben wir ein Produkt geschaffen, das ganz entscheidende Dinge tut, nämlich zum einen wirklich wieder Zeit schafft für die Pflegerinnen und Pfleger sowie die Ärztinnen und Ärzte auf Intensivstationen, sich um das zu kümmern, nämlich um die Patienten und nicht vor dem Computer zu sitzen, sondern das zu tun, was sie gelernt haben, Patienten zu behandeln. Gleichzeitig aber auch wirklich Expertise in die Fläche zu bringen, denn wir brauchen intensivmedizinische Expertise nicht nur in Zentren, sondern auch in den kleinen Krankenhäusern, in auch unter Umständen abgelegenen Regionen. Und genau das tut MONA mit eben einer Art von Digitalisierung, die wiederum weniger Daten anzeigt und auf das Wesentliche fokussiert und gleichzeitig eben mit dem Modul Telemedizin auch wirklich intensivmedizinische Expertise ans Krankenbett bringt. Das waren die Gewinner des German Innovation Award 2021 im Themengebiet Medical and Health. Gratulation an die Preisträger. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse.